Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für leckere und saftige Schokoladenmuffins mit Schokostückchen und Kirschen. Dafür als erstes ein großes Glas, eingelegte Sauerkirschen über einem Sieb abgießen, den Kirschsaft dabei in einer Schüssel auffangen. Außerdem mischen wir schon mal die trockenen Zutaten, 275 Gramm Mehl, einen gehäuften Teelöffel Backpulver, 50 Gramm Backkakao und eine Prise Salz. Mit einem Löffel verrühren, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben und dann kurz zur Seite stellen. Weiter geht's mit einer Rührschüssel, 3 Eier hineingeben, außerdem ein Päckchen Vanillezucker sowie 125 Gramm weißen Zucker, 150 Gramm geschmolzene Butter und zum Schluss noch 150 Milliliter von dem anfangs aufgefangenen Kirschsaft dazu gießen. Danach alles für 1 bis 2 Minuten mit einem Mixer verquirlen, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben. Danach kommen die trockenen Zutaten dazu, die Mehl-Kakao-Mischung ebenfalls in die Rührschüssel geben, für weitere 2 bis 3 Minuten mit einem Mixer verrühren, bis daraus ein glatter und cremiger Teig entstanden ist. Anschließend fehlen nur noch die Kirschen, ca. 250 Gramm abgetropfte Kirschen dazugeben, außerdem etwa 100 Gramm backstabile Schokostückchen, Milch oder Zartbitterschokolade, Kirschen und Schokolade kurz unter den Teig heben und dann sind wir damit auch schon fertig. Den Teig jetzt in eine 12er Muffinform geben, entweder die Form vorher mit Papierförmchen auskleiden oder mit etwas Butter einfetten, den Teig mit Hilfe eines Eisportionierers oder 2 Esslöffeln auf die 12 Mulden verteilen. Zum Schluss könnt ihr noch ein paar extra Kirschen sowie Schokostücke auf dem Teig dekorieren und so können wir die Muffins dann abbacken, das Muffinblech in den vorgeheizten Backofen schieben bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für etwa 25 Minuten, bis die Muffins richtig schön aufgegangen sind. Die fertigen Schokoladen-Kirschmuffins anschließend aus dem Ofen holen. So sehen die Muffins dann nach dem Backen aus. Jetzt auf einem Gitter abkühlen lassen und dann am besten sofort servieren. Danach wünsche ich euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachbacken, bis zum nächsten Mal.